Achtung. Und läuft. So, Zusammenfassung von der Stunde von heute. Das war eigentlich nur Gehen, eine Caminata im gekreuzten Unparallelsystem mit einer Pause dazwischen, wo die Frau ein Ocho macht. Wir zeigen das erstmal vor, erstmal in einer Linie. Würde so aussehen. Und so weiter. Jetzt, in einem Kreis würde es so aussehen. Warum haben wir das jetzt im Kreis gezeigt? Weil wir alles jetzt zu Hause tanzen wollen. Wir wissen, die meisten haben nicht so einen riesen Platz zum Tanzen, damit wir das in einer Linie hin und her tanzen, sondern die meisten haben so einen kleinen Raum zu Hause, weil es Möbel gibt, weil es ein Bett gibt, weil es irgendetwas da gibt. Und wir haben nicht so einen großen leeren Raum. Also das können wir immer in einem Kreis tanzen. Jetzt aufbauen, Schritt für Schritt. Salida, Wechselschritt, gekreuztes System. Das ist ähnlich so wie eine Sacada und Enganchada. Salida, Sacada, Enganchada. Nur wir machen keine Sacada. Das bedeutet, der Schritt geht doch nach vorne, aber es gibt keinen Konflikt zwischen unseren Beinen, die um eine Achse kämpfen, sondern ich mache einfach den Schritt nach vorne, ganz normal. Salida, Schritt vorne, Enganchada und weitergehen im Grundschritt, wie auch immer ihr möchtet. Dazu haben wir eine Verzierung für den Mann gemacht. Diesen Lapis, damit wir nicht nur einfach stehen, während die Frau die Enganchada macht und etwas machen dabei. Von diesem anderen Winkel sieht das so aus. Danach drei und dann der Schritt, wo sie normalerweise kreuzt, den haben wir blockiert. Das heißt, statt 3, 4, 5, so, 3, 4, 5, den Schritt nach vorne mit dem linken Bein werde ich nahezu ihrer Spur machen, damit sie keinen Platz zum Kreuzen hat. Von dem Winkel wird besser aussehen. Achtung, jetzt gehe ich außen vorbei, aber dann gehe ich in der Linie. Wenn ich in der Linie gehe, dann kann sie nicht mehr kreuzen. Und das ist, was wir wollen, jetzt das Kreuzen zu vermeiden. Warum wollen wir das Kreuzen vermeiden? Weil jetzt kommt genau das Gleiche, aber auf der anderen Seite. Ein bisschen anders, aber das gleiche Konzept. 8 von ihr. Und dann zum Beispiel ein Sandwich. Wir können mit einem Sandwich im Moment enden. Es ist immer eine gute Auflösung. Dann 3. Ich blockiere das Kreuzen. Ich rotiere mit dem Oberkörper sehr, sehr viel nach links, damit sie ein 8 rückwärts macht. Warum brauchen wir diese Rotation? Weil wir wollen, dass unser Abstand vom Oberkörper sich nicht verändert oder möglichst wenig verändert. Das heißt, dass wenn wir den Oberkörper nicht drehen, sagen wir so, wir drehen nur ein bisschen, so wie das, dann macht sie den Schritt entweder in der Linie oder im schlimmsten Fall könnte sie sogar den Schritt so diagonal rückwärts machen und dann haben wir so einen großen Abstand und das wollen wir nicht.
Deswegen wollen wir viel rotieren, damit Sie den Schritt von dieser Linie, dass wir uns vorstellen, von meinem vorderen Fuß, so ungefähr in die Richtung, wenn möglich, macht. Aber dafür brauche ich viel Rotation. So. Und dann Sandwich. Für die Dame bei dem letzten Ocho achtet ihr auf die Rotation, dass die Rotation nicht eine Inklination ist vom Oberkörper. Ich rotiere, aber ich bleibe gerade. Und dazu noch eine Kleinigkeit. Versucht ihr den Schritt ein bisschen kreuzen und nahe zu dem Partner. Jetzt zeige ich für den Mann, wie die Rotation aussieht. Salida, die Frau kreuzt hinten, Lapis. 3, kreuzen, blockieren und Achtung, jetzt so viel Rotation, wenn möglich. Was hilft, damit die Rotation besser gelingt, ins Knie zu gehen, leicht ins Knie zu gehen. Schritt und Achtung, ich gehe ins Knie, ungefähr so viel, weil wenn ich gestreckt bin, dann kann meine Hüfte nicht so viel nachgeben. Aber wenn ich ins Knie gehe, dann die Hüfte wird ein bisschen lockerer, kann ein bisschen mehr drehen und dafür kann der Oberkörper auch ein bisschen mehr rotieren. Das macht, dass der Pivot von der Frau übertriebener wird und dann ist der Schritt näher zu mir und können wir viel besser mit dem Raum, mit der Räumlichkeit spielen, damit wir es zu Hause tanzen können. Dann, wir haben das so in Runde gemacht, weil wir beide Systeme wiederholen, gekreuzt und parallel. Gekreuztes System, jetzt Achtung, Parallelsystem, jetzt gehe ich außen vorbei und jetzt nehme ich die innere Spur und wieder Parallelsystem, gekreuztes System, Parallelsystem, gekreuztes System, Parallelsystem, gekreuztes System. Wie lösen wir auf? Es gibt 1000 Wege zum Auflösen, weil es ist egal, welchen Schritt wir machen, wir sind im Parallel- oder gekreuzten System, gleich so wie wir laufen würden. Es ist nichts Kompliziertes, also da müssen wir uns nichts merken. Da können wir wirklich, wie wir möchten, auflösen. Bei jedem Schritt gibt es irgendwelche einfache Auflösung. Trotzdem haben wir Folgendes empfohlen. Wir haben das gemacht. Wir haben diesen Schritt gemacht und Rückseite vor. Das haben wir schon mal gemacht und wir empfehlen dafür, dem Mann die Fersen zu heben. Beide. Achtung. So. Nicht höher gehen, am Platz. Diese Kraft. Diese Kraft. So. Weil da kann ich rotieren. Danach Ferse runter. Das machen wir, damit der Punkt, um den sie herum dreht, so deutlich wie möglich ist. Rückseite vor. Wann machen wir das? Im Parallelsystem. Dafür, wenn wir diese Sequenz machen, müssen wir uns merken, wo ist das Parallelsystem und wo ist das gekreuzte System. Salida und das ist gekreuztes System. Ja? Das ist parallel. Das ist gekreuzt. Das ist parallel. Hier könnte ich das machen. Zum Beispiel 6, 7, 8. Etwas zu sagen ist hier? Nein. Als Bonus haben wir eine Kette aus diesem letzten Muster gemacht, von diesem Rückseite vor. Achtung hier, Rückseite vor. Und das haben wir wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt. Dafür müssen wir uns aber eine Sache merken. Rückseite vor, 8, 8. Rückseite vor, 8, 8. Rückseite vor, 8, 8 und so weiter. Rückseite vor, 8, 8. Rückseite vor, 8, 8. Rückseite vor, 8, 8. Rückseite vor,
8, 8 und so weiter. Das wiederholen wir praktisch 2 Schritte dahin, 2 Schritte zurück. Deswegen nutzen wir nicht so viel Raum. Wir tanzen das in der Mitte der Tanzfläche oder in der Mitte des Wohnzimmers. Dann aus jedem Schritt können wir nochmal ins erste Muster einsteigen. Besonders würde ich vorschlagen, hier, Achtung. Rückseite, vor, 8, 8, hier. Kann ich einen Schritt auslassen und dann sind wir schon im Parallelsystem. Nochmal von dem anderen Winkel. Und Rückseite, vor, 8, 8 hier, Schritt auslassen und Parallelsystem können wir nochmal in die erste Kombination einsteigen. Y ahora, a bailar. Muy bien. So, ihr Lieben, danke nochmal, dass ihr da wart. Es hat uns sehr gefreut, so wie immer. Ja, am Mittwoch machen wir weiter und wir fangen da an bei dem Bonus, wo wir heute aufgehört haben. Und ab dem Muster werden wir eine nächste Kombination aufbauen. Also, besos y abrazos. Wir sehen uns am Mittwoch. Übt fleißig zu Hause. Ciao, ciao.